Stars von mittendrin Flughafen Frankfurt. Wer sind ihre Helden aus der beliebten Flughafenserie? Das Publikum hat entschieden. Über wen möchten sie mehr erfahren? Wer bekommt den Titel mittendrin All-Star? Und diese Helden standen zur Auswahl. Bitteschön. Einer der letzten MD-11-Piloten, Kapitän Fokodoye. Steffen Meilinger, Flugzeugschlepper und Fan von Kickers Offenbach. Christoph Friedl von der Airport Security, Notfallsanitäterin Fabienne Kraft und Bastian Haas von der Feuerwehr. Sie haben entschieden, wir produzieren. Aha. Wir präsentieren Ihre Top 3 für das Jahr 2021. Heute Platz 2. Hier wird geboren und gestorben, also hier ist alles. 83er Flughafen. Hallo. Augen auflassen, okay? Was ist los? Sie müssen mit mir reden, sonst kann ich Ihnen nicht helfen. Vorsicht bitte. Das ist jetzt eine Sicherheitslandung. Wir haben ein Flugzeug, das durchgestartet ist, weil es die Landeklappen nicht ordentlich ausfahren konnte. Mein Kollege kümmert sich ums Krankenhaus. Sobald wir wissen, welches bereit für uns ist, fahren wir los, gell? Der Frankfurter Flughafen, 25 Quadratkilometer groß, das sind 3500 Fußballfelder. An der Start- und Landebahn im Norden ist die Rettungswache, Europas größte auf einem Flughafen. Der Arbeitsplatz von Notfallsanitäterin Fabienne Kraft. Fast jeden Morgen genießt sie den Sonnenaufgang mit den ersten Langstreckenmaschinen im Anflug. Schon schön, gell? Das ist die aus Bangkok, die morgens kommt. Ja. Das entschädigt fürs frühe Aufstehen. Wenn die Sonne hier so aufgeht und so, das ist schon schön. Wann beginnt die Frühschicht? Also um 5:40 Uhr fährt unser Shuttle hier zur Wache, weil wir auf dem Vorfeld sind. Vorher müssen wir uns einmal checken lassen. Also es ist schon rechtzeitig. Auch Lukas Schad ist Notfallsanitäter. Heute fährt er mit Fabienne Einsätze. Menschenleben retten, das hat die 26-Jährige beim Rettungsdienst in der Großstadt gelernt. Dort hat sie ihre Ausbildung gemacht. Beim Rettungsdienst bin ich seit ich 20 bin und hier jetzt am Flughafen seit knapp 2 Jahren. Warum der Wechsel? Am Flughafen zu sein, weil die Atmosphäre eine komplett andere ist. Also das ist sehr familiär, das ist ein wahnsinnig spannendes Arbeitsumfeld. Es gibt, glaube ich, keine Rettungswache, die so einen schönen Ausblick hat wie wir. Und die Menschen, die wir hier treffen, sind sehr freundlich, sehr dankbar. Man muss unter Zeit arbeiten. Das sind alles nochmal ein bisschen andere Herausforderungen, denen wir hier gestellt sind. Lukas und Fabienne arbeiten in 3 Schichten. Heute haben sie Frühdienst. Beginn ist 6 Uhr. Prompt folgt der erste Notfall. Wo geht's hin? Zu Victor 107. Flugbegleiter haben sie alarmiert. Eine Frau in der Economy Class sei ohnmächtig. Genau, im Flugzeug ganz vorne ein Passagier. Schauen wir mal. Ist das immer eine besondere Herausforderung, wenn das im Flugzeug ist? Also für uns erstmal gucken, halt die Enge ist halt speziell, sage ich mal, ja. Und halt wie man den Patienten später runterbekommt, weil der normale Tragestuhl, wie es man normal vom Rettungsdienst draußen kennt, passt halt nicht durch die engen Gänge durch. Die Maschine steht 3 Kilometer entfernt. In 4 Minuten wollen sie da sein. Rechts gut. Ich muss nach rechts rausgucken, dass wir keinen übersehen. Kein Flugzeug. Da gehen wir jetzt vorne rein, durch die erste Treppe und schauen, was uns erwartet. Überraschung. Die Maschine ist vor wenigen Minuten gelandet. Sie kommt aus der Türkei, aus Samsun am Schwarzen Meer. Morgens fahren sie die meisten Einsätze. Nachtflüge vertragen offenbar einige Passagiere nicht so gut.
Die Patientin sitzt vorne in Reihe 5. Sie ist wieder ansprechbar. Guten Morgen, sprechen Sie Deutsch? Wie geht's Ihnen jetzt? Kopfschmerzen, Kopfschmerzen? Okay. Okay. Können Sie sich an alles erinnern? ja, Ja, okay. Wir checken Sie einmal komplett durch. Ja, wir schauen einmal nach dem Blutdruck, nach dem Puls, nach dem Herzen. Ihr Vater ist gestorben. Sie kommt von der Beerdigung, erzählt die Frau. Tut mir sehr leid. Wir sind jetzt hier und wir passen jetzt auf Sie erstmal auf, okay? Die Crew an Bord unterstützt den Rettungsdienst, trotz des engen Zeitplans. Das Herz schlägt regelmäßig und in einem guten Takt. Wir schauen jetzt einmal noch nach dem Blutdruck und dann gucken wir, was wir mit ihm machen, okay? In einer Stunde soll die Maschine wieder starten. Bis dahin muss die Kabine gereinigt, die Maschine vollgetankt sein. Sind noch Passagiere an Bord, ist das verboten. Jede Verzögerung kostet die Airline Geld. Wenn es Ihnen komisch wird oder wenn sich was verändert, dann sagen Sie uns Bescheid, gell? Diese Crew hat Verständnis für den Notfall. Das ist nicht bei allen Airlines so, erzählt Lukas Schad. Mit dem Tragestuhl können sie Patienten aus engen Flugzeugen holen, oft mehrmals am Tag. Die meisten Kollegen haben Rückenprobleme, erzählt Fabienne. Okay, und los. Die Frau hatte einen Kreislaufzusammenbruch. Die Ursache muss untersucht werden. Fabienne Kraft hat schon einen Verdacht. Mein Kollege kümmert sich ums Krankenhaus. Sobald wir wissen, welches bereit für uns ist, fahren wir los, gell? Nachtflüge können anstrengend sein. Die Folge: der Körper ist müde, erschöpft, schlapp. Einmal ruhig atmen, bitte. Wenn der Kreislauf abstürzt, fehlt oft Flüssigkeit. Viele Leute, die aus dem Urlaub kommen, wo es warm ist, nicht genug getrunken haben. Viele Leute, die auf dem Flug nichts trinken, weil sie nicht auf die Flugzeugtoilette wollen. Das kommt schon häufig vor. Ja, wir schauen uns jetzt das EKG einmal an. Von allen Seiten. Einfach zum Ausschluss. Aber ich denke, das ist soweit okay. Und dann fahren wir ins Krankenhaus. Zu wenig trinken, das kann Blutgefäße verstopfen. Embolie, die häufigste Erkrankung bei Fluggästen. Wie geht's Ihnen jetzt? Ein bisschen besser? Ist so liegen gut? Soll ich ein bisschen flacher machen, ne? Sie müssen mehr trinken, gell? 1 Liter ist nicht genug. Embolien können tödlich sein, deshalb wollen sie die Frau in eine Klinik fahren. Kraft 381 in die Uni. Ja. Nummer? 367. Perfekt. Dankeschön. Ciao. Okay, wir fahren in die Uni. Was? Uni. Genau. Das sind ungefähr 10 Minuten sind wir schon da. Ich rufe Ihre Schwägerin an. Sagt ihr das? Sind Sie einverstanden? Okay. Ärzte sollen die Patientin untersuchen. Jedes Risiko wollen die Sanitäter ausschließen. Lukas Schad hat seine Ausbildung zum Notfallsanitäter vor 4 Wochen abgeschlossen. Sein Traumjob. Faszinierend, also ist eine eigene Stadt. Die Luftfahrt kommt noch dazu. Das ist eigentlich alles spannender als in der, sag ich mal, Großstadtrettung, weil man viel mehr mit verschiedenen Kulturen zu tun hat. Wer kommt schon jeden Tag zur Arbeit und sieht Flugzeuge von innen, von außen, von verschiedensten Ländern. Es hat halt fasziniert, auch mit der englischen Sprache und dann halt zu festigen und mehr Englisch zu lernen, weil man es halt zwangsläufig benutzen muss. Ne? Das waren so die Hauptgründe, wo ich gesagt habe, Flughafen, das reizt mich total. Ja, definitiv. Haben Sie das Gefühl, Sie müssen brechen? Brauchen Sie einen Beutel? Fabienne und Lukas fahren lieber Einsätze am Flughafen als in der Innenstadt. Die Gründe dafür haben sie schnell parat. Das Arbeitsumfeld, ich fühle mich hier wesentlich sicherer, als ich es draußen gefunden habe. Weil ich immer so das Gefühl hatte, du begibst dich in fremde Wohnungen, du weißt nicht, was erwartet dich dort. Und hier bist du nie allein. Also hier ist immer alles hell, warm, sauber. Du hast meistens Platz außer im Flugzeug. Und die Polizei ist hier patrouilliert, der Zoll ist da. Also es hilft dir immer jemand. Es ist sehr familiär hier und nicht so anonym, wie es draußen ist. Sie fahren die Frau in die Uniklinik. Ihre meisten Patienten bringen sie hierher. Vom Flughafen aus der schnellste Weg.
Fabienne Kraft hat das Anmeldeformular fast ausgefüllt. 2 DIN A4 Seiten. Das wackelt nochmal, gell? Sie werden die Patientin einem Ärzteteam übergeben. Das steht schon bereit, um die Frau genauer zu untersuchen. Anschließend fahren Fabienne und Lukas wieder zurück zum Airport. An der Start- und Landebahn steht Europas größte Flughafenrettungswache. Im ersten Stock ist der Aufenthaltsraum. Hier warten die Retter auf ihre Einsätze und genießen den Ausblick. Frühstück mit Aussicht ist es. Statt Meerblick haben wir Bahnblick. Bahnblick. Just, habt ihr eigentlich die Möglichkeit, Pausen zu machen, Lukas? Ja, kommt ja drauf aufs Einsatzaufkommen drauf an. Man nutzt halt jede Zeit, mal ein bisschen runterzukommen oder mal Nahrung zu sich zu nehmen, was zu trinken. Doch die Frühstückspause fällt heute kurz aus. Halbe Brezel und ein bisschen Müsli. Das muss erst mal reichen. Notfall im Terminal 2. 6 Rettungswagen stehen bereit. Die Wache ist jeden Tag 24 Stunden besetzt. 6.500 Notfälle fahren sie jedes Jahr. Luftlinie ist Terminal 2 nur um die Ecke. Doch Rettungsdienst und Feuerwehr müssen, auch im Ernstfall, auf den markierten Straßen fahren und sich an die Verkehrsregeln halten. So haben Flugzeuge immer Vorfahrt. Das gilt weltweit, an jedem Flughafen. Der Patient soll im Eingangsbereich des Terminals liegen. Deshalb müssen Fabienne und Lukas das Flughafengelände verlassen. Die vordere Seite des Terminals erreichen sie so schneller. Vom Vorfeld aus müssten sie quer durchs Terminal 2 laufen. Das kostet zu viel Zeit und Kraft. Die Leitstelle hat weitere Infos zum Notfall. Also dann doch nicht Tür 4, sondern weiter vorne. Also es handelt sich wohl um eine männliche Person, die einen schlechten Allgemeinzustand hat und der es im Moment wohl sehr schlecht geht. Innerhalb von 10 Minuten müssen sie jedes Ziel am Flughafen erreichen. So lauten die Vorschriften. Lukas schafft die Strecke in 5. Ohne Ausweis geht nichts. Da gibt es auch keine Ausnahmen. Das in dem Fall öffnet uns aber die Spur, die am nächsten zum Terminal ist. Also jetzt nichts Öffentliches, sondern was wirklich nur mit unseren Karten geht. Deswegen ist das praktisch. 2 Notfallkoffer, medizinische Geräte und einen Tragestuhl. Fabienne Kraft will auf alles vorbereitet sein und nicht nochmal zum Wagen zurücklaufen müssen. Die Wege im Terminal sind lang. Die Kollegin hat den Notruf gewählt. Hi, Also was er ist war denn? eben leicht blass, hat geschwitzt, kalter Schweiß. Er sagt, er kann nicht aufstehen, da kippt er um. Und Ah, ja, wollte okay. fliegen. Also das war mir jetzt etwas... Okay, Dankeschön für Ihre Hilfe. Ich danke Ihnen auch. Hi. Guten Tag. Deutsch, Englisch? Hello. Ein bisschen Deutsch. Kalte. Ihm war schwindelig. Aber jetzt geht's wieder, erzählt der Mann aus Russland. Ein bisschen Schwindel. Okay. Wir messen Ihnen jetzt trotzdem einmal alles durch, ja? Und schauen mal nach Ihnen, okay? Ja. Wenn sich was verändert, sagen Sie Bescheid, ja? Er stand am Schalter, wollte einchecken. Plötzlich sei er umgefallen. Deutsch Mit oder seinem Englisch? Kumpel haben sie eine Woche Kreta gebucht. Der Flug geht in einer Ich Stunde. spreche kein Russisch, tut mir leid. Die Männer sprechen kaum Deutsch. Nehmen Sie regelmäßig Medikamente ein? Fabienne kann fließend Englisch, der Patient nicht. Was für Medikamente? Das wäre wichtig. Reden mit Händen und Füßen und ein paar Brocken Deutsch. Das muss reichen. Schlecht. Er muss sich übergeben, sagt der Patient seinem Kumpel auf Russisch, der informiert Fabienne auf Deutsch. Ich habe einen Beutel, okay, für Notfall.
Okay. Was nehmen Sie für Medikamente ein? Er ist schweißig, er ist blass. Schmerzen? Keine Schmerzen. Kein Stress. Nur Übelkeit und Schwindel. Richtig? Alles gut, wach? Wollen wir Sie lieber mal hinlegen? Hallo? Не знаю. Was ist los? Sie müssen mit mir reden, sonst kann ich Ihnen nicht helfen. Der Einsatz weckt Erinnerungen bei Fabienne Kraft. Vor Jahren ist ihr ein Patient gestorben. Der Mann klagte über Atemnot. Fabienne und ihr Team haben mit dem Patienten geredet, gelacht. Ihm ging es anscheinend besser. Plötzlich bricht er zusammen. Lungenembolie. Ruhig atmen, okay? Wir sind da. Die Wiederbelebung war damals erfolglos. Wir sind da und wir passen auf Sie auf. Seitdem ist sie noch vorsichtiger. Sie müssen bitte mit uns sprechen, ja? Wird schlimmer, wird besser. Blutdruck, Sauerstoffgehalt, Zuckertest. Alles ist soweit okay. Doch warum schwitzt und zittert der Mann? Er wirkt schwächer. Die 26-Jährige fordert Unterstützung an. Wir holen jetzt einen Notarzt nach. Der Lukas, hi. Schickst du uns mal bitte einen NEF nach zur Tür 4? Am Terminal 2. Ihr seht uns dann, wenn sie reinkommen. Ja, danke, ciao. Ja, so an sich sieht es nicht so gut aus, aber wir wissen noch nicht genau, wohin das geht. Aber es ist eher ein kritischer Patient. Sein Zustand verschlechtert sich weiter. Augen auf. Was fehlt dem Mann? Ein bisschen Angst. Angst? Okay, aber lassen Sie die Augen auf, bitte. Ja, frisch. Wir kriegen jetzt erstmal Flüssigkeit, okay? Die Notärztin ist eingetroffen. Aber er ist tastbar, ich verstehe es nicht. Pupillen waren okay. Er hat sich schon mehrmals übergeben. Ihm ist schwindelig. Er kann nicht aufstehen. So, das ist unsere Ärztin, ja? Hi. Plötzlich wurde er sehr blass, schweißig und schlecht vom Allgemeinzustand. Bei unserem Eintreffen weiter kaltschweißig, blass, saß da so. Er ist immer mal wieder so, dass er so wegdämmert. Er kommt aber nicht jetzt von irgendwoher, er wollte wegfliegen. Er hat seit 2 Tagen Durchfall und wir kriegen ihn nicht so richtig fit. Nehmen Sie irgendwelche Medikamente regelmäßig ein? Nur Ansonsten nichts. Wenig getrunken in letzter Zeit? Die Beine dick gewesen? Wir würden Sie trotzdem mit ins Krankenhaus nehmen. Was? Krankenhaus? Geht gar nicht, sagt sein Kumpel. Ihr Urlaubsflieger startet in 45 Minuten. Wir nehmen ihn jetzt mit ins Krankenhaus und dann wird sich das dort entscheiden. Okay? Aber die Tickets und das Hotel, das war teuer, sagt er. Sie haben keinen Notfall. Sie können fliegen. Ja? Ja. Doch der Patient kann auf keinen Fall mit, sagt Fabienne. Sie haben ja selber gemerkt, dass mit Ihnen was nicht stimmt, ne? Deswegen. Die Hand frei ist. Genau. Na, ich hab sie schon zu krass. Weil beim Umladen, genau. Im Rettungswagen wollen sie den Mann weiter untersuchen. Fabienne hat ihm eine Infusion gegeben. Vorsicht bitte. Die hat offenbar gewirkt. Dem 50-Jährigen geht es besser. Aber das heißt nichts, weiß sie aus Erfahrung. Hast du S1, Q3 gesehen? Ja. Haben Sie im Moment noch Übelkeit? Nein. Nein, okay. Jetzt ist es wieder gut, ja? So, Achtung. Super. So, und mal gerade die Hand hochnehmen. Ja. Und einfach entspannt hinlegen. Von der Seite. Von der Seite. Der Kumpel lässt nicht locker. Ohne seinen Freund will er nicht fliegen. Auch der will mittlerweile aus dem Rettungswagen und ab in den Urlaub. Was ist das Problem? So. Kann er denn nachkommen? Und wie geht das, will sein Kumpel wissen. Dann will er doch fliegen. Und wie geht es? Weil die Papiere nehme ich doch jetzt ich mit. Nein, er geht mit seinem Pass zurück hier am Flughafen, geht zum TUI-Schalter, nimmt Rapport von Krankenhaus mit, ja, zeigt vor, sagt er, ich war krank, ich will jetzt fliegen. Erst wenn es dem Patienten besser geht, kann er wieder reisen. Keine Airline nimmt Sie mit, wenn es Ihnen so schlecht geht. Ja, deswegen muss man im Krankenhaus danach gucken. Auslandsseite Krankenkasse. Wir fahren, ja?
Danke, ciao. Okay, Ihnen einen guten Flug, ja? Alles klar. Schönen Dank. Jetzt aber schnell. Der Flieger startet gleich. War ein bisschen hektisch, weil er so ein bisschen unkooperativ erst war. Und jetzt im Verlauf auch wieder ein bisschen unkooperativ, weil er Angst hat, halt seinen Flug nicht zu bekommen und wie es weitergeht. Aber ich denke mal, jetzt haben wir ihn ganz gut davon überzeugen können, dass es besser ist, ins Krankenhaus zu gehen und dass es mit seinem Flug auch kein Problem gibt. Sie wollten lieber in Urlaub, ich weiß. Nee, ich weiß nicht, was machen weiter. Ja, jetzt erstmal Schritt für Schritt, okay? Ja, okay. Dafür wird der Urlaub umso schöner. Das tut mir sehr leid, weil ich verstehen kann, wie der sich fühlt. Der hat seine Koffer gepackt, der war im Reisefieber und dann geht es ihm schlecht und wir bringen ihn ins Krankenhaus. Es tut mir sehr leid und ich kann es auch nachvollziehen, dass die Leute dann so denken, oh, ätzend. Der Patient ist stabil. Die Notärztin fährt zurück zur Flughafenambulanz. Das sollte ja nichtsdestotrotz, wenn der Patient einen Arzt braucht und sie ist der Meinung, dass sie mitfahren muss, macht sie das. Ansonsten trauen uns die Ärzte doch hier auch einiges zu. Ich meine, dafür haben wir die Ausbildung, dass wir auch alleine mit einem Patienten zurechtkommen und nicht immer nur mit dem Notarzt Patienten fahren. Auch diesen Patienten fahren sie in die Uniklinik. Besser, gell? Die Diagnose der Ärzte: Magen-Darm-Virus mit hohem Flüssigkeitsmangel. Den Griechenlandurlaub kann er vergessen. Sein Kumpel dagegen sitzt schon im Flieger. Eine Woche Griechenland. Allein. Ohne Kumpel, aber auch ohne Magen-Darm-Virus. Eine Stunde später. Fabienne und Lukas sind wieder zurück in der Rettungswache am Flughafen. 50 Notfallsanitäter arbeiten beim Flughafenrettungsdienst in 3 Schichten. Fabienne und Lukas fahren nicht immer zusammen. Die Teams wechseln regelmäßig. Das ist wichtig, sagt die 26-Jährige. Ich finde, so ein bisschen Abwechslung tut manchmal ganz gut. Also auch wenn man dann ist man wieder mehr darauf bedarft, zu gucken, was haben wir alles dabei, haben wir überhaupt alles dabei, weil man sich absprechen muss. Und wenn man immer zusammenfährt, dann sind viel so Routinen dabei. Deswegen ist es schon ganz gut, wenn man mal frisch mischt. Und so. Frisch mischt. Sehr gut, jetzt habt ihr wieder Ruhe im Moment, ne? Ja. Genau. Aber schon ich glaube, Wir sind das letzte Auto. das nächste Auto. Also wahrscheinlich nicht lang. Genau. Lukas und Fabienne sind momentan die einzigen, die noch frei sind. Die Kollegen sind alle ausgerückt. Fabienne nutzt die Ruhe für Bürokram. Doch sie kommt nicht weit. Der Melder ist wieder aktiv. Alarm. Ein Passagierflugzeug hat offenbar Probleme. Was liegt da an? Was weißt du schon? Eine Maschine, also Local Standby ist es jetzt. Das ist eine Maschine, die durchgestartet ist, weil die Landeklappen nicht ordentlich rausgefahren werden konnten. Die landet jetzt nochmal und dafür stehen dann quasi alle bereit zur Sicherheit. Was ist das für ein Gong jetzt? Das ist das Crashhorn. Also, wenn der Gong ertönt, klingt wie die Tagesschau, ist aber dann das Zeichen, dass wir alle ausrücken müssen. Feuerwehr, Polizei, Notärzte, alle Retter am größten deutschen Airport sind jetzt alarmiert. 982 von 9, 381. Die Boeing ist bereits im Anflug. Die erste Landung hat offenbar nicht geklappt, weiß Fabienne. Ist quasi runtergekommen und ist einmal wieder, bevor es den Boden erreicht hat, weitergeflogen oder wieder durchgestartet hat. Und das dreht eine Schleife jetzt und kommt gleich nochmal zurück und versucht es nochmal. Im schlimmsten Fall gibt es gleich eine Bruchlandung. Darauf will jeder vorbereitet sein. Jeder besetzt sein Fahrzeug in dem Fall. Also da bleibt keiner zurück auf den Wachen. Man geht in der Luftfahrt ja immer eher auf Nummer sicher, als irgendwas zu riskieren. Deswegen kommt es schon häufig vor, dass wir das so machen. Busse für die Passagiere, falls sie das Flugzeug auf der Landebahn verlassen müssen. Wir kriegen vom Tower dann die Mitteilung, die sagen dann, die nächste Maschine ist es und dann können wir gucken. Ja. Sicherheitslandungen wie diese gehören zum Alltag am Frankfurter Flughafen. 2 pro Woche sind normal.
Da ist die Maschine, eine Boeing 737, voll besetzt. Was ist denn die Zielposition? Victor 107. Verstanden. Die Feuerwehr begleitet den Flieger bis zur Position. Zur Sicherheit. Auch Fabienne und Lukas fahren mit. So ein Manöver ist auch Stress für Passagiere. Kreislaufprobleme sind nicht auszuschließen, sagen die Retter, und sind lieber gleich in der Nähe, falls sie gebraucht werden. Jetzt stellen wir uns hier so ein bisschen aus dem Weg und dann kann sie hier gleich reinkommen. Die Pilotinnen haben richtig reagiert, sagen Fabienne und Lukas. Im Zweifel durchstarten und die Sicherheitskräfte alarmieren. Vor technischen Problemen kann sich keine Airline schützen. Die Feuerwehr kontrolliert die Temperatur der Bremsen. Sind sie zu heiß, besteht Brandgefahr. Die Landeklappen werden Mechaniker überprüfen. Den Passagieren geht es gut. Einsatz beendet. Für Fabienne und Lukas geht es gleich weiter. Dann links und dann hinten wieder rein. Ein Mann ist kollabiert im Frachtbereich West, Gebäude 453. Straßennamen gibt es nicht auf dem Betriebsgelände. Die Gebäude finden Sie nur mit Plänen. Sie liegen in jedem Auto. Da sollte jetzt ein Einweiser stehen. Wir versuchen jetzt durch den Haupteingang. Einweiser bringen die Retter zum Patienten, normalerweise. Die riesigen Frachthallen haben mehrere Eingänge. Wertvolle Zeit geht verloren. Vielleicht hat die Leitstelle mehr Infos. Können wir echt nochmal hier warten? Ja, ich würde sagen, wir gehen hier raus. 983 Flughafen. Hört sie kommen? Ja, die Aussage des Anrufers war, Tor 26 einfahren. Linke Hand seht ihr das DHL-Gebäude und da würde der Einweiser stehen. Ja, wir stehen noch direkt vom Gebäude, aber da war weder Einweiser noch sonst wer, der gewunken hat. Ja, macht mal die Hörner an, müsst euch hören und ich rufe parallel nochmal beim Anrufer an. So machen wir das. Wir versuchen jetzt, dass wir uns akustisch bemerkbar machen. Doch vom Einweiser keine Spur. Da. Oder doch? Da gezeigt? Da, hier rechts. Da ist einer. Endlich. Eine Einweiserin. Hi, guten Morgen. Sind wir bei Ihnen richtig? Gut. Sie habe noch erste Hilfe geleistet. Deshalb konnte sie nicht draußen stehen, sagt die Mitarbeiterin vom Sicherheitsdienst. Der Mann liegt in der Halle. Patienten können sie auch im Flughafen versorgen. Im Terminal 1 ist die Flughafenambulanz, weltweit die größte ihrer Art, mit 5 Behandlungszimmern, Ärzten und Krankenschwestern. Okay, blutet ein bisschen. Eine Ambulanz auf Klinikniveau mit Röntgenraum und Labor. Für Patienten mit Magen-Darm-Infekt, sehr hohem Fieber, Masern oder anderen ansteckenden Krankheiten haben sie Isolierräume. In einem Jahr werden sie umziehen in einen Neubau. Auch im Terminal 1. Noch größer, noch moderner. Lukas Schad und Fabienne Kraft fahren ihren Patienten aus der Frachthalle, diesmal zuerst zur Flughafenambulanz. Doch sie können nicht ausladen. Eine Frau hat ihr Auto direkt hinterm Rettungswagen abgestellt und blockiert jetzt die Tür. Hi. Nee, wir müssen jetzt rausfahren. Ja, ich fahr hier rein. Die Fahrerin will ihren Parkplatz aufschließen und einparken. Eilig scheint sie es dabei nicht zu haben. Dass ein Patient Hilfe braucht, scheint ihr auch zweitrangig. Fabienne und Lukas fehlen die Worte. Diskutieren macht keinen Sinn, sagen sie. Das würde noch mehr Zeit kosten. Ihr Patient braucht dringend einen Arzt. Der Blutdruck beim Frachtarbeiter ist zu hoch, sein Kreislauf nicht stabil. Er hat sich bereits mehrmals übergeben. Die Ambulanz ist tagsüber mit einem Arzt besetzt. Nachts ist ein Notarzt in Bereitschaft.
Wir haben es gleich geschafft. Ja, Sie kriegen was gegen Übelkeit. Flughafenärztin Isabel Wallbaum wird den Mann untersuchen. Hi. Moment, ich mach mal die Beinchen hier runter. Er hat dann einmal erbrochen, danach fühlte er sich auch besser. Dann sind wir runtergegangen, da war er mal Hyperton bei so 160, 170. Jetzt ist er wieder Normoton. Jetzt hat er eben noch mal so einen Würgereiz bekommen. Er ist truculent epigastrisch. Wie geht's Ihnen denn jetzt? Unverändert schlecht, sagt der Mann. Ja, ja, das tat ihm ganz gut. Ja, er hat so das Gefühl, es wird vielleicht auch so ein bisschen Durchfall kommen. Mhm. Wann ging es denn los mit den Beschwerden? Heute Morgen, gleich nach dem Aufstehen, wurde ihm plötzlich übel. Er hat nicht besonders viel getrunken auch. Ist Ihnen jetzt übel? Jetzt nicht. Ich würde sagen, Sie kommen mal zu uns. Wir gucken mal, wie es geht. Wir messen noch mal alle Werte durch. Ja. Gegebenenfalls legen wir eine Infusion. Und dann gucken wir, wie es geht. Ich glaube, hier sind Sie richtig aufgehoben. Gut, wunderbar. Frau Dr. Wallbaum vermutet einen Magen-Darm-Infekt. Ich glaube, er geht erstmal aufs Klo. Ja, gell? Die Toilette ist direkt hier. Den nehmen Sie mit, Ihren Beutel. Ein Geschenk des Hauses. Und jetzt dürfen Sie einmal hier runtersteigen und da vorne ist die Toilette. Mit 20 Jahren hat Fabienne beim Rettungsdienst angefangen. 4 Jahre fährt sie Einsätze in der Innenstadt. Dann wechselt sie zum Flughafen. Hier landen alle Krankheiten der Welt, sagt sie. Angst, sich anzustecken, hat sie aber nicht. Magen-Darm-Infekt finden wir alle nicht so schön, das kennen wir auch alle. Aber wir haben jetzt ja nicht mit den Patienten gekuschelt. Also die Viren, die krabbeln auch nicht in ein. Also man muss schon engen Kontakt haben. Man macht die ganz normalen Hygienemaßnahmen. Es wird jetzt alles gewischt, wir desinfizieren uns und dann sollte eigentlich nichts passieren. Wir sind sensibilisiert. Also man weiß, was kommt und wir fragen ja auch, wo die Maschine herkommt. Und wir sind vorher darüber informiert, wenn irgendwas Größeres kursiert oder irgendwas Besonderes. Und dann ist man sensibilisiert und achtet schon mehr darauf. Und ansonsten, ich glaube, wenn man zu viel Angst hat, das ist nicht förderlich. Lukas Schad hat nach der Schule Industriekaufmann gelernt. Der Job war ihm zu langweilig. Der Offenbacher beginnt am Flughafen mit der Ausbildung zum Notfallsanitäter. 3 Jahre, was halt immer gestaffelt war zwischen 8 Wochen mal Schule, mal 8 Wochen Rettungswache, mal 2 Wochen Klinik und so immer versetzt die Ausbildungszeit gestaltet wurde. So. Gute Besserung. Geht's Ihnen besser? Ja, gell? Die kümmern sich gut um Sie. Ja? Tschüss. Der Patient bekommt Medikamente und eine Krankmeldung. Hey, Hammers. Ihre Rettungswache bekommen Sie wieder nicht zu sehen. Der nächste Einsatz. Wir fahren zu einem Arbeitsunfall in den Süden. Was da genau passiert ist, das wissen wir noch nicht. Davon lassen wir uns jetzt überraschen. Arbeitsunfälle, habt ihr das häufig? Schon oft. Kleinen Moment. Die Leitstelle funkt weitere Details zum Unfall. Wir sind über 80.000 Mitarbeiter hier am Flughafen und da passiert es schon häufiger, dass wir da Arbeitsunfälle betreuen. Ja. Was gibt's Neues? Ja, verstanden. Es ist nur eine Kopfverletzung von einer weiblichen Patientin, die kurzzeitig bewusstlos war. Aber da vorne ist immer schon... Position G16. Die Feuerwehr hat schon erste Hilfe geleistet. Die Wache ist nur wenige Meter entfernt. Der Patientin ist eine Kofferraumklappe auf den Kopf gefallen. Okay. Hi, hallo. Kraft ist mein Name, ja? Wie geht's Ihnen jetzt? Jetzt besser. Okay. Jetzt besser? Mhm. Okay. Alles gut. Schmerzen? Nur mein Kopf tut weh ein bisschen. Okay. Aber Schwindel? Die Frau arbeitet für eine Reinigungsfirma. Sie putzen Flugzeuge. Okay. Also, ich sehe da keine Beule, da ist kein Blut, da ist keine Rötung. Ja? Genau hier. Das ist gut. Ja. Wir dokumentieren das einmal. Der Schutzdienst ist da, die müssen es auch aufnehmen, weil es ein Arbeitsunfall war. Wenn irgendwas ist, dürfen Sie jetzt anrufen, okay? Alles Gute, tschüss, gute Besserung. War jetzt nicht so schlimm, wie es anfangs hieß. Also die Patientin
hat so ein bisschen Kopfschmerzen, ist okay, aber man hat keine Rötung gesehen, keine Schwellung. Sie war die ganze Zeit wach, sie war nicht bewusstlos gewesen. Sie möchte nicht mit ins Krankenhaus, das ist ihr gutes Recht. Sie hat uns unterschrieben, dass es auf ihre eigene Verantwortung ist. Wir haben sie darauf hingewiesen und wenn noch mal irgendwas sein sollte, darf sie jederzeit wieder anrufen. Die Patientin muss zum Betriebsarzt. Jeder Arbeitsunfall muss registriert werden. Bis zu 10 Einsätze fahren sie pro Tag. Lukas Schad nutzt seine Freizeit, um wieder runterzukommen vom Airport-Stress, sagt er. Ja, Entspannung findet eigentlich dann in Form von Wanderungen, mit Freunden zusammen wandern, dann fotografieren statt. Gerade beim Landschaftsfotografieren 1, 2 Leute kennengelernt, mit denen wir regelmäßig dann halt auch mal durch Deutschland fahren, ein paar Spots abklappern, hinlaufen, zurücklaufen, Bilder machen zu den unschönsten Zeiten, Sonnenaufgänge, Sonnenuntergänge. Ja, das ist so ein Weg runterzukommen oder halt einfach mal, wenn ein ganz bescheidener Tag war, einfach ins Fitnessstudio gehen und da halt nochmal alles rauslassen, was einem auf Arbeit vielleicht geärgert hat oder an Patienten, die nicht so kooperativ waren. Passagiere wehren sich oft, sagen die Retter, wenn es heißt Krankenhaus statt Flugzeug. Ob Magen-Darm-Infekt oder Beule am Kopf, seinen Flieger will keiner verpassen. 94 Fluggesellschaften aus der ganzen Welt landen in Frankfurt. Notfallsanitäter dürfen in jede Maschine. Ich habe dauerhaft Fernweh hier. Aber leider nehmen sie uns nie mit, wenn wir drin sind. Gab es eigentlich schon mal was Besonderes, wo ein Patient sich besonders bedankt hat für den Einsatz, für die Hilfe? Hat euch eingeladen oder irgendwas, was dir in Erinnerung ist? Also man kriegt öfter mal so Visitenkarten zugesteckt. Ja, das haben wir aber, also ich habe es noch nicht in Gebrauch gehabt. Wir kriegen öfter mal eine Mail, dann ein Dankesmail oder auch mal einen Brief oder so. Ja, kommt schon vor. Sehr schön, freut man sich sehr drüber. Fabienne Kraft und Lukas Schad sollen ihre Kollegen im Ambulanzlift unterstützen. Diese Maschine ist soeben aus München gelandet. An Bord ein verletzter Mann. Der Tourist ist im Urlaub in Bayern gestürzt, hat Lukas erfahren. Mit dem Ambulanzlift werden sie den Amerikaner aus dem Flugzeug holen. Er möchte weiterfliegen nach Philadelphia. Der Rentner will sich in seiner Heimat operieren lassen. Er kann nur liegend transportiert werden. Lufthansa ist der größte Anbieter von sogenannten Stretchern, Rücktransporte für Kranke und Verletzte, erzählt Lukas. Also eine Maschine beim Stretcher-Transport sind in der Regel 2 bis 4, 5 Sitzreihen umgeklappt. Liegt wie ein Bett eingebaut, wie eine Trage mit Anschnallgurten, dass der Patient gut gesichert ist während dem Flug. Dementsprechend ist noch so ein kleiner Vorhang, dass der Patient ein bisschen abgeschirmt wird. Der Amerikaner hat sich das Becken gebrochen bei einem Treppensturz. 2 Ärzte begleiten den Rentner von München bis Philadelphia. Auch seine Frau ist bei ihm, fliegt mit. Für die Kollegen im Lift stehen Lukas und Fabienne bereit, falls sie gebraucht werden. Wenn irgendwas Medizinisches gewesen wäre, hätten wir quasi mit anpacken dürfen, ja. Die Kollegen fahren den Amerikaner zur Passkontrolle, anschließend zum Flieger nach Philadelphia. Und sie fahren Einsatz Nummer 7 an diesem Tag. Diesmal müssen sie zum Gate B44, eigentlich genau gegenüber. Doch Lukas kann nicht rüberfahren, zu viele Flugzeuge auf dem Rollweg. Was liegt an? Gestürztes Kind, was auf den Kopf gefallen ist, laut Meldung. Müssen wir mal schauen. Das Problem ist, dass die Dinge manchmal über viele Ecken kommen und dann sind die Meldungen nicht mehr ganz so. Ja, wir haben jetzt das Problem, dass wir da den Rollweg kreuzen müssen. Da ist aber ein bisschen Verkehr, also Flugzeugverkehr. Das heißt, da werden wir in naher Zukunft nicht rüberkommen, deswegen nehmen wir jetzt den Tunnel. Am Flughafen fahren sie Einsätze wie in einer Großstadt. Unfall, Herzinfarkt und sogar eine Geburt am Gepäckband haben die Retter hier schon erlebt. So anderer Hof. Ja, guck mal, da steht die nächste nämlich schon. Da hätten wir lange gewartet, bis wir jetzt hier. Habt ihr mehr Passagiere oder mehr Mitarbeiter in Notfälle?
Ich glaube, es ist eine gute Mischung. Wobei es eher, rechts gut, wobei es eher mehr Passagiere sind. Was haben die alle immer so? Die meisten? Da wirst von allem wirklich, hier wird geboren und gestorben. Also hier ist alles dabei, was Passagiere mitbringen können. 20 Menschen sterben pro Jahr am Flughafen. Kreislaufversagen, Embolien. Das sind die häufigsten Todesursachen. Ja, ME. Nee, das ist die Middle East. Middle East? Ja, dann gehen wir hier hoch. Hier, Gehen wir hier zwischen und dann gehen wir da hoch, genau. Okay, jetzt sind wir da. 200 Passagiere wollen schon einsteigen. Der Kollege von der Airport Security zeigt Fabienne und Lukas, wo das Kind ist. Der Junge hat eine deutliche Beule. Er sei ausgerutscht und mit der Stirn auf den Marmorboden geprallt, erzählt der Vater. Der Junge kann kein Deutsch. Fabienne versucht, seine Aufmerksamkeit zu gewinnen. Sie will ihn untersuchen. Für solche Fälle hat sie immer ein Flugzeug parat. Er ist beim Spielen gestolpert. Der Junge ist völlig übermüdet, erzählt der Großvater. Sie wollen in Frankfurt nur umsteigen. Seit 10 Stunden sind sie unterwegs, kommen aus Montreal und wollen weiter nach Beirut mit Kind. Krankenhaus kommt nicht in Frage. Wir haben ihm aufgeklärt, dass wir ihm raten würden, mit dem Kind halt nach Frankfurt ins Krankenhaus zu fahren. Das will er nicht. Und haben wir ihn aufgeklärt über mögliche Folgen und was halt passieren kann. Und er hat es halt abgelehnt und für uns als Rechtssicherheit halt einfach die Unterschrift von dem Vater vom Kind. Wenn er jetzt 18 wäre, das Kind, dann hätte er selbst unterschreiben dürfen, aber so ist es halt das Elternteil. Das Kind ist soweit okay, sagt Fabienne. Das große Problem war wieder einmal die Sprache. Im Notfall schnappt sie sich auch mal einen Kollegen. Wir haben so viele Mitarbeiter hier, die so viele verschiedene Sprachen sprechen, dass man immer irgendjemanden findet. Und zur Not Google Translator. Also man muss einmal ein bisschen kreativ und flexibel sein. Man darf das nicht so eng sehen. Ja. Dankeschön. Einsatz beendet. Die 40 Kilo Ausrüstung kann wieder zurück in den Rettungswagen. Also willst du selber mal Kinder? Ja, doch schon. Also ich finde, das macht schon Spaß, ne, muss man echt sagen. Schon schön. Aber vielleicht erst nach ihrem Studium. BWL mit Schwerpunkt Luftfahrtmanagement. Ihr Arbeitgeber bietet berufsbegleitendes Studieren an. Thank you, danke schön. Thank you, danke. Dankeschön, ciao. Das möchte sie nutzen. Und nebenbei noch Rettungsdienst fahren. Zurück an der Wache. Zeit für ein bisschen Flughafenromantik. Guck mal, das ist dein Flieger. Nee, das ist nicht mein Flieger, das ist der Dreamliner. Der A350 habe ich halt noch keinen gesehen. Die Lackierung, gell? Ja, die Lackierung ist geil. Lukas hat seinen Traumjob. Spannend, einzigartig, nie langweilig, schwärmt er. Im Vergleich zur Stadt haben wir halt Flugzeuge und die Stadtrettung geht in Altenheime, Pflegeheime und halt in die Privatwohnung. Wir gehen an Flughafen, in Terminals, in Cargo, Frachthallen und in die Flieger. Abenteuer, Action und Routine. Das ist es, was sie an ihrem Job so mögen, am Frankfurter Flughafen. Für Fabienne und Lukas war's das für heute. Sie haben Feierabend. Morgen dann wieder. Wann geht's bei euch weiter? Morgen früh um 6 Uhr wieder. Und bei dir? Auch. Okay. Frühdienst. Okay. Und jetzt erstmal entspannen. Mittagsschlaf. Tschüss.